Das ist Cleo und ich bin Rob. Wir sind Tätowierer aus Köln und haben unser altes Leben hinter uns gelassen. Gemeinsam mit unseren Katzen starten wir eine Weltreise unter Segeln. Echt, chaotisch, voller Herz. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Disclaimer. Bevor ihr diese Folge seht, wir möchten klarstellen, dass das, was ihr gleich seht, keine leichtfertige Aktion war. Wir standen unter massivem Druck der Marina. Das Boot musste weg. Kran war unmöglich, Schlepphilfe gab es keine. Ein Transport unbezahlbar. Zusätzlich kam erschwerend hinzu, dass es beim Kauf dieses Schiffes um einen Betrug ging. Die ganze Geschichte dazu erklären wir ausführlich in Episode 12. Kurz gesagt, wir hatten keine Wahl. Danke für euer Verständnis und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich würde mal behaupten, wir segeln. Wir haben schon ein Viertel unserer Strecke in der keltischen See von Kinsale nach Land's End von England hinter uns gebracht. Und das in wirklich kurzer Zeit. Also wir hätten gedacht, dass wir viel, viel länger unterwegs sein würden. Ja, es läuft ganz entspannt gerade. Mayo segeln entspannten Amwindkurs hier. Keine Ahnung, wie viele Knoten wir machen. Hier geht halt gar nichts, ne? Aber immerhin funktioniert unsere digitale Kompassanzeige. Also haben wir es ein bisschen entspannter. Man muss nicht die ganze Zeit hier oben drauf sitzen, auf den scheiß Kompass gucken. Völlig entspannt gerade. Wir haben den Motor an, aber in neutral. Wir dachten uns, komm, wir sparen einfach Benzin jetzt. Machen wir lieber ein bisschen weniger Fahrt. Wir haben zwar genug Dieselkanister da, aber es ist einfach übelste Tortur. Unsere mobile Tankstelle, die wir da gebaut haben, funktioniert natürlich nicht. Warum auch immer, funktioniert die Pumpe jetzt nicht. Haben wir noch auf eine zweite Batterie gehauen, eben ging auch wieder nicht. Keine Ahnung, ey, dieses Boot ist verdammt, ey. Es muss immer irgendwas nicht gehen. Naja, wir haben glücklicherweise noch eine Schüttelpumpe an Bord. Naja, und so werden wir jetzt hier erstmal unseren Tag verbringen. Ja. Also gerade ist total entspannt. Aber es soll auch noch ein bisschen Wetterchen kommen, deswegen hoffe ich mal nicht, dass es allzu schlimm wird. So, es ist jetzt seit 1,5 Tagen Funkstelle. Die sind aus dem Netzbereich für Handys raus und ich kann die tracken. Ich habe eine App und kann sehen, wo die langfahren durch AIS. Und gestern Abend habe ich mir noch ein Satelliten-Update geholt, weil auch das AIS irgendwie nicht immer so, das wird irgendwie nicht gesendet und auch der Satellit ist nicht so regelmäßig, aber das letzte, was ich gesehen habe, war, dass die ihren Kurs drastisch geändert haben in eine völlig falsche Richtung und ich mache mir gerade richtig Sorgen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das einzig Gute ist, dass der Wind zum Land hin geht. Das heißt, die werden nicht auf den offenen Atlantik getrieben. Falls was ist, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Die sind in Richtung England jetzt unterwegs. Und ich hoffe, dass die irgendwie in die Nähe von einem Funkmast kommen, dass sie sich melden können. Ja, das würde ich doch mal erfolgreich nennen. Einfach mal
Mitten auf dem Meer hier. Nicht ganz mitten drauf. Wir haben es schon noch ein ganzes Stück geschafft, aber uns ist in der 1 Sekunde einfach der Motor abgeraucht. Und original 2 Sekunden später ist das Großsegel gerissen. Wunderschön. Dann war noch Sturm, 5 Meter Welle und wir driften hier schön nur mit der Genua. Herrlich. Und jetzt kommen wir wirklich nicht mehr weiter. Jetzt haben wir noch, entweder haben wir unser Ruder auch noch verloren, also als wir gestern noch Fahrt hatten oder letzte Nacht, dachten wir uns schon, das stimmt irgendwas nicht. Und klar, jetzt wo wir keine Fahrt mehr machen oder kaum Fahrt, ist auch klar, dass das Ruder nicht funktioniert, aber ich weiß es nicht. Fühlt sich auf jeden Fall an, als wäre da mehr im Busch. Also der Apparat hier ist halbwegs zerfetzt. Wunderschön. Wunderschön. Unser Antennenmast ist auch noch abgebrochen hier. Hier ist also alles, was schief gehen kann, geht schief. Warte, dann ist noch hier unser Tisch abgebrochen, weil er unten auch korrodiert war. Was sich der Kollege hier dran festhalten musste. Also herrlich, hier passiert alles. Also Murphy's Law. Alles, was schief gehen kann, geht auch schief. Ja, kauft den Boot, haben sie gesagt. Es wird Spaß machen, haben sie gesagt. Also, gestern wolltet ihr mich nicht sehen, da habe ich nicht gefilmt. Auch nicht so ganz so witzig. Horror. Aber ohne Scheiß, das war mein zweitschlimmster Segelturn. Und der erstschlimmste war auch auf dem Boot hier. Ja. Leider hat das auch ungeahnte Konsequenzen, aber dazu komme ich noch. Mitten auf See, plötzlich ein Fischerboot. Nur knapp entgingen sie einer Kollision. Mit kaputtem Motor und fast keinem Wind hatten sie keine Chance, nur mit der Genua zu manövrieren. Der Fischer bot Schlepphilfe an, doch sie lehnten ab. Sie hatten bereits die Küstenwache verständigt. Oh, da kommt uns wohl die Küstenwache einsammeln, ne? Like a little atomic reactor. That's the name of theatre. So that's Theatre? Theatre, yeah. Yes. The reason why they built like that. Hallo. Da sind wir noch. Wurden wir wohl gerettet, was? What else? Hat uns die nette Küstenwache gerettet. Wir sind ganz schön weit abgedriftet. War jetzt fast 3 Stunden Fahrt, nur um uns hier reinzuziehen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier machen. So. Und weg sind sie, unsere Retter. Die Retter in der Not. Und wir hängen jetzt hier an der Mooringline und wissen nicht, wie wir wegkommen. Bisschen Schwund ist immer, ne? Klassiker. Wir haben das kleine Bötchen. Ja, wir haben ein kleines Bötchen. Ein kleines Paddelbötchen, wo keine Luft drin ist. Ich hab doch das Luftteil. Ja, ich weiß. Blas mal auf. Pusteding. So, wir sind jetzt hier an dieser Notfallboje, ne? Wo auch immer sie ist, da ist sie. Da. Und unser Mario, der will unbedingt da an Land, um Kippen holen zu gehen. Und deswegen riskiert er jetzt einfach mal schnell bei auflaufender Flut sein Leben und fährt mit diesem
kleinen Paddelboot mit Kindern paddeln, will er jetzt da hinfahren. Herrlich. Und ich werde das filmen. Ich werde filmen, wie er stirbt. Das ist nicht schön. Aber jetzt haben wir diese Nacht schon überlebt, durch den Sturm zu segeln, völlig antriebslos und ruderlos durch die Walachei hier zu treiben. Und jetzt muss er nochmal richtig was riskieren. Ist auch schön. Herrlich. No risk, no fun, ne Mayo? Hallo. Mayo! Ich brauche Zigaretten. Es gibt Wichtigeres als Zigaretten, ne? Ja komm, dann gib Gas. Immer mit der Oder muss ich noch einen Schnitt setzen jetzt hier? Cut! Achtung, dieser Stunt wurde von Mayo mit gefährlichem Halbwissen und 100% Überzeugung durchgeführt. Bitte nicht nachmachen. Nach dem Gespräch mit Rob war klar, sie brauchen Hilfe. Okay, ehe das jetzt irgendwie gefährlich oder blöd wird, ich werde morgen früh losfahren und komme zu euch und hole euch ab, alleine. Dann ging es auf die Fähre, rüber nach England. Auf der Fähre hat es weitere 2 Stunden gedauert, bis alle Passagiere ausgeladen waren. Das wirft meinen Zeitplan völlig nach hinten. Schatz, die Öllampe ist angegangen. Minimum, sagt er. Wie weit kann man damit noch fahren? Ich fahr mal links ran. Oh mein Gott. Das war noch drin. Ich habe einen ADAC gerufen. Wir kommen jetzt gleich. Ja, ich stehe jetzt hier kurz vor London auf der Autobahn und meine Ölwarnleuchte ging an. Obwohl ich vor der Abfahrt natürlich alles gecheckt habe und es alles gut aussah. Ich habe glücklicherweise, bevor wir abgefahren sind, noch, oder ich abgefahren bin, noch beim ADAC eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Und ohne Witz, die ist einfach 1 Minute nach 0 Uhr gültig gewesen und da ist es passiert. Es ist einfach unfassbar. Ja, also die kommen in 90 Minuten und ich habe noch 3 Stunden Fahrt vor mir. Ich bin völlig durch. Ja, einfach auf dem Standstreifen. Als die Hilfe dann weg war, konnte ich einfach nicht mehr. Ich fuhr die nächste raus und suchte mir einen Parkplatz. Da war direkt ein Hotel, aber es war voll. Also schlief ich im Auto, mehr oder weniger. Ich habe einfach 2,5 Stunden geschlafen. Ich war irgendwie bis 3 Uhr oder so noch da an der Rast, ich kann nicht reden. Noch 2,5 Stunden zu fahren, aber ich kann hier auch nicht pennen. Das ist ein Horror, wirklich. Ich bin so dehydriert und fertig. Ich glaube, ich fahre jetzt weiter. Dann passiert uns das immer.
ganz früh am Morgen in den Hafen gezogen werden. Es war eine ziemlich schaukelige Nacht hier. Aber ich habe geschlafen wie ein Baby. Also in den Tagen davor habe ich vielleicht eine Stunde geschlafen, in 4 Tagen. Es war ziemlich hart. Und jetzt habe ich einfach 12 Stunden geschlafen wie ein Baby. Und mein ganzes Kopfkissen voll gesabbert. Richtig schön. Boah, gleich freue ich mich erstmal auf eine schöne Dusche. Ist auch nötig langsam. Ah, ja, Leben am Wasser, ne? Und dann passierte etwas, womit niemand gerechnet hätte.